Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich muss am Anfang sagen, ich sehe heute fertig aus. Es ist jetzt etwas spät, es ist 8 Uhr. Wir waren heute den ganzen Tag mit den Kindern unterwegs. Und jetzt schlafen sie und ich dachte, ich mache eine Erdbeermarmelade. Ihr wisst, wir waren am Wochenende Erdbeeren pflücken und davon ist so viel übrig geblieben, dass ich dachte, daraus koche ich heute eine Marmelade, damit sie halt nicht schlecht werden. Ne? Ich muss aber vorab sagen, ich habe leider keinen Gelierzucker. Ich war zu faul, heute einkaufen zu gehen. Wir fangen dann auch direkt an. Ich zeige euch gleich die Zutaten. Nur wartet ein bisschen, bis ihr das nachmacht. Ich weiß wirklich nicht, was daraus wird. Wie gesagt, ohne Gelierzucker. Ich bin gespannt. Zutaten: 300 Gramm Zucker. Wie gesagt, der ganz normale Zucker. Ich habe hier keinen Gelierzucker. Und 900 Gramm Erdbeeren und ich habe hier auch ein Blatt Gelatine. Ich hoffe, ich muss dieses Blatt Gelatine nicht verwenden, falls die Marmelade nicht gelingt und das zu flüssig wird am Ende, werde ich das dann noch dazu tun. Ich hoffe jedoch, dass diese beiden Zutaten vollkommen ausreichen. So, ich habe jetzt die Erdbeeren gewaschen und halbiert. Die großen habe ich geviertelt und da kommt jetzt der Zucker drauf. Ja, das rühre ich jetzt noch einmal um. Oh, die Elena ist wach, höre ich gerade. So, das lassen wir jetzt eine Stunde so stehen. Also eine Stunde so stehen lassen. Wir sehen uns gleich. Jetzt ist die Stunde rum und wir gucken mal, wie die Erdbeeren ausschauen. So sieht das jetzt aus. Die Erdbeeren haben sehr viel Flüssigkeit abgegeben, wie man hier sieht. Nun machen wir den Herd an. Ich habe jetzt den Herd angemacht und das dauert jetzt ein bisschen, denn das Ganze muss erstmal aufkochen. Ich zeige euch das gleich. Wie ihr hier gut sehen könnt, kocht das gerade auf. Also, bis das so aussieht, muss das Ganze auf höchster Stufe gekocht werden. Also auf höchster Stufe so lange kochen, bis das so aufschäumt. Danach, nachdem das so schäumt, kochen wir das Ganze auf niedriger Stufe und es soll nur noch köcheln. Und das für eine halbe Stunde muss das jetzt köcheln. Also nicht mal so stark erhitzen, sondern schwächer, dass es einfach nur köchelt. Also hätte ich bloß vorher gewusst, dass es so umständlich ist, eine einfache Marmelade zu machen, hätte ich es, glaube ich, so spät am Abend nicht mehr gemacht. Es dauert einfach zu lange. Es dauert. Das sind also eine Stunde stehen lassen, dann nochmal eine halbe Stunde köcheln lassen. Das dauert einfach zu lang und ich möchte einfach schlafen gehen. Naja, ich überlebe es. Ich überlebe das. Hoffentlich. Das Ganze hat jetzt eine halbe Stunde geköchelt. Ich tue da jetzt noch ein Päckchen Vanillezucker und Rosenwasser rein. Wer das zu Hause hat und gerne möchte, kann das auch hinzufügen. Das ist halt Geschmackssache. Wer das nicht hinzufügen möchte, kann die Erdbeeren jetzt direkt pürieren. Wie gesagt, ich füge da noch den Vanillenzucker und das Rosenwasser hinzu. So, der Zucker und das Rosenwasser. Und jetzt wird das Ganze püriert. Also, wir nehmen den Topf vom Herd und pürieren das. Achtung, jetzt wird's laut. Das habe ich mir schon gedacht. Ich habe hier jetzt eine Suppe statt Marmelade. Okay. Das sollte eigentlich viel dickflüssiger sein und ich habe jetzt keine Lust, das noch länger zu köcheln.
Ich glaube, die Gelatine muss jetzt dran glauben. Ich mache jetzt vorher einen Test und zwar nehme ich einen Teller und da gebe ich einen Löffel der Suppe drauf und warte, bis das kalt wird und gucke, ob das vielleicht doch fester wird. Wenn nicht, muss ich dann doch die Gelatine hinzufügen. Bleibt dran! So, schauen wir jetzt, ob das fest geworden ist. Also, ist schon etwas fester, aber immer noch zu flüssig für mich. Also, das ist eindeutig zu flüssig. Deswegen tue ich da jetzt die Gelatine rein. Und, die Gelatine, das Blatt Gelatine habe ich jetzt im kalten Wasser aufgeweicht, so circa 4-5 Minuten. Und die tue ich jetzt da rein. Und ja, das Ganze hier ist ja noch warm. Deswegen denke ich, dass es dann okay ist. Dann muss ich den Herd nicht extra nochmal anmachen. Und rein damit. So, aus der Marmelade ist ein Experiment geworden. Jetzt rühre ich das Ganze noch einmal ein wenig um. Was ist das denn? Okay, diese Erdbeere wurde nicht richtig püriert. Fertig. Das war's. Die Marmelade ist jetzt fertig und ich muss gucken, wie sie wird, wenn sie schön abkühlt. Falls und nur falls ihr das Rezept nachkochen wollt, empfehle ich euch auf jeden Fall Gelierzucker zu kaufen, denn das vereinfacht diesen ganzen Prozess sehr. An eurer Stelle würde ich aber dieses Rezept nicht nachkochen. Das Video hier hat ja eigentlich nur den Sinn, euch die deutsche Sprache etwas näher zu bringen und das Rezept war ganz Nebensache. Wobei ich hoffe, dass die Marmelade doch gelingt und dass sie lecker ist und dass wir sie dann morgen zum Frühstück essen können. Tolles hatte das Ganze. Das ganze Haus riecht nach leckeren Erdbeeren und so richtig süßlich und lecker einfach. Nun gut, dann beende ich das Video hier. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Danke, dass ihr das Video bis zum Ende euch angeschaut habt. Bis zum nächsten Video. Ciao.